Jetzt bin ich bei Skillshare. In diesem Video schauen wir uns an, wie du bei Skillshare zum Lehrer werden kannst. Ich switche jetzt rüber an den Computer und zeige dir die Webseite von Skillshare nochmal. Wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen. Und ja, das ist eine gute Plattform, wo du auch Geld verdienen kannst. Bitte mach nicht alles auf einmal. Also Teachable, Udemy, Skillshare, Video Direct, ja, das ist eine Menge und es ist auch viel zum Hochladen und natürlich, man ist versucht, ne? Man erstellt einen Kurs mit so viel Mühe und man ist versucht, alles auf einmal zu machen, alles auf einmal hochzuladen und sofort loszulegen und überall seinen Fuß in die Tür zu bekommen und so überall irgendwo Geld zu bekommen. Ja, ist eine gute Idee eigentlich, aber es kostet viel Zeit, viel Mühe und hält dich davon ab, weitere Kurse zu erstellen. Deswegen bitte erst einmal konzentrieren, vielleicht auf eine, maximal auf 2 Plattformen, auf deine eigene plus eine weitere, ist immer in Ordnung. Also, jetzt auf zu Skillshare, schauen wir uns das einmal an. Okay, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Skillshare hat viel zum Thema Design, Illustration, Lifestyle, Foto und Film, Business und Writing, also Schreiben. Wenn du irgendwas in diesem Themenbereich hast, dann bietet es sich an, deinen Kurs auch auf diese Plattform zu laden. Das Problem oder Problemchen, was wir hier haben, Skillshare ist noch viel Englisch. Das heißt, wenn du jetzt einen englischen Kurs hättest, wäre das natürlich besser als einen deutschen, aber auch ich habe auch deutsche Kurse auf dieser Plattform und es geht. Nicht sehr gut, nicht sehr viel, aber nun ja, irgendwann kommt es. Ne? Irgendwann entdecken auch wir Deutschen diese Seiten und schauen uns an, was, ja, man kann da viel lernen, viel sehen. Es ist sehr interessant, also warum nicht? Ne? Wenn du ganz runter scrollst, dann findest du irgendwo einen Link. Teaching und Become a Teacher. Du hast auch ein Teacher Handbook hier. Das heißt, du kannst dir einfach mal anschauen, was man als Lehrer so die Best Practices, ne, was man alles so machen kann, um seinen Kurs zu bewerben und solche Sachen. Ne? Why Teach und Skillshare, ja, kannst du dir alles durchlesen, ist ganz interessant und vor allen Dingen ist es auch schön, dass du sofort dein Geld bekommst. Sie sind immer sehr korrekt. Jeden Monat am 16. kommt das Geld, kein Problem. Ja, Start a Class. Machen wir das mal. So, uns einen Account anlegen. Ja, und dann sind wir schon drin. Start your free trial, das brauchen wir ja natürlich alles nicht. Ja, wir möchten einfach nur einen Kurs hochladen. Also, du kannst eigentlich ohne Probleme hier einen Free Trial starten, wenn du denn mal reingucken möchtest, weil du kannst das direkt wieder in deinem Profil abwählen. Also überhaupt kein Problem. Und ehrlich gesagt, 96 $ für ein komplettes Jahr gucken, so viel du willst und was du willst, ist jetzt auch nicht unbedingt zu teuer. Wenn du einen Sale abwartest, dann kannst du meistens noch so 40% Rabatt bekommen. Das ist auch immer ganz nett. Deswegen, ja, immer davon abhängig, was möchtest du, willst du es jetzt dringend haben. Also diesen Free Trial ist auf jeden Fall gut, um auch als Lehrer mal reinzugucken. Was haben die anderen anzubieten? Wie ist das bei denen aufgebaut? Wie funktioniert das? Also die 7 Tage kannst du dir dann ruhig nehmen. Ansonsten kannst du hier oben auf My Classes gehen. Und dann kannst du hier deinen eigenen Kurs erstellen. Ne? Wo haben wir es? Bei mir ist das alles ausgefüllt. Deswegen sieht es ein bisschen anders aus. Okay, also ich bin nochmal zurückgegangen und habe dann auf Create a Class oder dann geht es los, ne? Create your Class. Und dann kann ich hier auch direkt sagen, in welcher Kategorie ich die haben möchte. What are your primary goals for teaching this class? Ja, wir wollen natürlich Geld verdienen, ne? Und wir wollen natürlich auch unsere Brand aufbauen. Und dann haben wir das, was du ab jetzt immer haben willst. Ne? diesen kleinen Button hier oben, Teach. Ja, dann da wirst du immer drauf kommen. Wenn du hier draufklickst, dann kannst du immer direkt einen Kurs starten. Und den habe ich jetzt gerade eigentlich vermisst, aber okay, so ist es. Also, Video Lessons. Hier geht's los. Upload a Video. Und wenn du das getan hast, dann kannst du dein Video auch etwas hinzufügen und beschreiben. Und das kannst du hier gehst du einfach weiter durch. Ne? Outlining your class und du
Es geht dann vor allen Dingen hier darum, auch noch die Class-Info einzugeben. Auch hier gilt dasselbe wie auf den anderen Plattformen. Ne? Je mehr Infos du hier bietest, desto besser kann Skillshare den richtigen Gucker, den richtigen Kunden für dich suchen. Ne? Also denk immer dran, hier wirst du nach Watch Minutes bezahlt. Das heißt, wenn das mal soweit ist, wenn du deinen Kurs online hast, kannst du hier immer dir angucken, Create a Class, ne? Das war das, was ich eben meinte. Und Classes You Are Teaching. Und dann kannst du dir auch immer angucken, wie viele Premium-Minuten für dich in diesem Monat schon geguckt wurden und was du im letzten Monat für Geld verdient hast. Also hier dann also Class Description eingeben. Und hier Class Project. Das ist eine Besonderheit von Skillshare. Die sind sehr projektbasiert. Aber ist ja auch für unseren Kurs jetzt nicht wirklich ein Problem. Wir haben das ja alles so angelegt. Ne? Du kannst am Ende des Kurses kannst du ein Projekt anbieten. Heißt, du überprüfst quasi den Lernerfolg. Ne? Also vielleicht bei unserem Kurs wäre das, zeig dein Moodboard und welche Farben du damit genommen hast, welche Möbel du ausgewählt hast, was du für Materialien ausgewählt hast und ja, vielleicht zeigst du auch ein Foto von deinem Zimmer, also dein Teilnehmer. Ne? Das wäre die Aufgabe. Zeig ein Foto von deinem Zimmer auf deinem neu gestalteten Zuhause. Das wäre eine schöne Aufgabe und das wäre ein tolles Outcome für diesen Kurs. Ja, dann kannst du natürlich hier noch Kategorie angeben. Wie gesagt, immer ganz wichtig, dass man hier genau angibt, was man macht. Und basierend auf das erste, auf die Kategorie, kommen dann auch die Subcategories logischerweise. Und in dem Fall wäre das ja bei uns ja Crafts, Culinary, Health and Wellness. Wahrscheinlich ist eher das, ne, so das, was wir haben. Immer Class-Typ Premium anwählen, weil ansonsten, wenn er kostenlos ist, kann den sich jeder angucken und dann bekommst du natürlich auch keine Watch-Minutes oder beziehungsweise kein Geld. Ne? Und dann gibst du hier noch an, welches Level, Beginner, Intermediate, Advanced oder eben All Levels. Und eine gute Idee, also bei dem Kurs wäre jetzt mal All Levels, weil ja, wir lernen ja gemeinsam, ne? Wir lernen ja erst die Farben kennen und dann die verschiedenen Materialien und so weiter. Also ob du jetzt Beginner oder nicht, es lernt jeder etwas dabei. Ne? Und ja, hier kannst du dann noch die Skills angeben, die dein Teilnehmer am Ende haben wird. Und das war es auch schon. Bei Skillshare kannst du auch hier noch Fotos hochladen und du kannst auch noch ja, alles andere hier in deinen Text reinpacken. Es geht auch, kein Problem. Und du kannst natürlich auch noch Dateien anhängen. Das heißt, wie unser Moodboard wäre jetzt eine gute Idee, wenn du das hier anhängen würdest. Ne? Also Materialien für deine Teilnehmer, sodass sie daran arbeiten können und dann wieder zum Kurs zurückkommen, weiter gucken und am besten das Resultat hochladen können. Ja, also wir wollen interagieren. Wenn du dann einen Kurs online hast, dann werden Leute sich für deinen Kurs anmelden und werden Leute dir folgen. Ja? Das ist das Schöne daran. Und wenn dir viele folgen, beziehungsweise du auch Kontakte zu anderen aufbaust, dann hast du den großen Vorteil, dass du, wenn du einen neuen Kurs veröffentlichst, all den Leuten eine Nachricht schreiben kannst. Ja, das geht hier einfach über die Plattform. Du schreibst etwas und es wird jedem von denen, der dir folgt, wird eine Nachricht zugestellt. Und das finde ich immer total klasse. Ne? Also ich kann mal eben eine Nachricht hinterlassen, eine kurze Mail schreiben und jeder bekommt die. Nichtsdestotrotz lohnt sich das natürlich nur, wenn du auch Follower hast auf der Plattform. Und die baust du dir natürlich langsam auf. Ne? Leute müssen deinen Kurs mögen und vielleicht musst du ihn auch bewerben. Was hier auch eine tolle Sache ist, weil wenn du deine Kurse selber bewirbst, dann kannst du, und es trägt sich jemand ein, der, also bei Skillshare ein, der diesen 2-monatigen freien kostenlosen oder mittlerweile noch 7 Tage kostenlosen Premium-Account nimmt, der hat dann, dafür bekommst du dann $10 ne, als Referral-Gebühr, weil der dann natürlich in ein bezahltes Membership rein soll. Also $10 immer wieder dazu, ne, wenn du neue Leute zur Plattform bringst. Also auch eine sehr gute Idee, das zu bewerben. Ja, was kann man noch über Skillshare sagen? Also wie gesagt, Skillshare ist projektbasiert. Skillshare bezahlt immer pünktlich und auch gut, wenn du dich denn darum kümmerst, dass viele Minuten geguckt werden.
aus diesem Grund habe ich dir eben schon geraten, dich nicht sofort auf alle Plattformen zu begeben, weil es kostet Zeit. Ne? Es kostet Zeit, ein Following aufzubauen, Leute für dich zu begeistern. Nicht jeder, der deinen Kurs sieht, wird dich lieben. Also das ist ganz normal. Ne? Und deswegen dauert es eine Zeit, bis du genug Teilnehmer hast. Dann auch noch die Sprache ist vielleicht auch noch ein Problemchen, weil natürlich mehr englischsprachige Menschen auf der Plattform sind als Deutsche. Aber nichtsdestotrotz kannst du da mit der Zeit einfach deinen Kundenstamm, deinen Teilnehmerstamm aufbauen. Und das würde ich auch so machen. Also ich persönlich, ja, habe mich nicht sehr viel um Skillshare gekümmert, aber dennoch habe ich mittlerweile einige hundert, ich glaube sogar tausend Abonnenten meiner Kurse. Das ist immer ganz schön. Aber wie gesagt, das ist einfach, das hat sich organisch aufgebaut über Zeit. Das kannst du beschleunigen, indem du wirklich an der Plattform teilnimmst, indem du wirklich mitmachst. Wie immer, wie auf jeder Plattform, für die du dich entscheidest. Deswegen ganz in Ruhe vorgehen, einfach hochladen, gucken, möchtest du Udemy, möchtest du Skillshare, möchtest du deine eigene School, und wir schauen uns im nächsten Video auch noch Amazon Video Direct an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das ist der Hintergrund. Es ist aber nicht, dass du jede Möglichkeit sofort nutzen musst. Ja, ich hoffe, dir hat das Video geholfen und du hast jetzt eine Ahnung, wie du dich bei Skillshare anmeldest. Und wenn dem so ist, freue ich mich darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und einen Daumen nach oben gibst. Und dann sehe ich dich morgen in der 28-Tage-Challenge wieder und wir schauen uns dann Amazon Video Direct an.